Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian. Ich bin natürlich mit Melanie wieder hier unterwegs und zwar diesmal sind wir wieder am Westwall. Und wir sind bei einem sehr speziellen Teil des Westwalles, weil hier, sage ich mal, die Ausbaustufe des Westwalls sehr stark vorangeschritten war oder man hier sich besonders viel Mühe gegeben hat, weil wir befinden uns im Saarland. Und da ist die Grenze zu Frankreich hier auch sehr wichtig gewesen, aufgrund der Industrie und alles, was man schützen wollte. Und man hatte natürlich auch da das höchste Bedenken, dass Frankreich hier entsprechend angreifen wird. So, und wir gehen heute hier in dem Video einfach mal verschiedene Anlagen ab, die wir jetzt so gefunden haben und schauen uns das einfach mal an. Also würde ich sagen, bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. So, die erste Anlage habt ihr hier schon ein bisschen im Hintergrund gesehen und die ist auch gesprengt. Ihr seht hier, das ist komplett in sich zusammengefallen, das Ganze. Ich kann jetzt hier in dem Fall nicht genau sagen, was wir jetzt hier für einen Regelbau haben. Also wir haben hier auf jeden Fall wieder die typischen Regelbauten, die man jetzt hier so kennt. Und die Regelbauten, die hier in dem Bereich verbaut sind, ist der Typ 10. Der Typ 20, 23 und 32. Also 10 ist für Mannschaftsunterkünfte im rückwärtigen Bereich eigentlich. Zur Reserve, Bereitstellung einfach, ohne speziellen Kampfraum. 20er ist für Maschinengewehr, 23er ist Doppelmaschinengewehr. Und der 32, das ist im Prinzip so eine Art Befehlsbunker, Befehlsstand. Und wir sind ja hier nicht unweit von der Urschholzstellung. Die ist hier sehr wichtig gewesen in den Abschnitt, weil die auch eine besondere Position hatte. Die hatte einfach eine höher gelegene Position hier in dem Bereich. Und die hat noch diverse Sonderbauten, wo man sich halt hier in dem Gelände entsprechend angepasst hat. Und mal gucken, was wir halt, wie gesagt, in dem Bereich jetzt alles finden und euch zeigen können. Wir sind auch zum ersten Mal hier. Von daher sind wir genauso gespannt wie ihr. Ja, was man wieder ganz gut erkennen kann, hier diese Schlängellinie, die hier einmal rumgeht von dem ersten Bunker, geht hier rum und direkt zu dem zweiten. Ich weiß nicht, ob ihr den schon erkennen könnt. Und das sind schon wieder einzelne Verbindungsgräben, die diese Anlagen miteinander verbunden haben, damit man relativ zügig und maximal geschützt halt dahin kommt. Diese Anlagen, die wurden auch bereits 1939 einmal kurz getestet, aber was heißt getestet? Die Anlagen selber hat man nicht direkt angegriffen, aber 1939, nachdem Deutschland Polen angegriffen hatte, ist tatsächlich Frankreich einmal kurz hier rüber gekommen und hat ein paar Soldaten, sage ich mal, mehr oder weniger hier rüber geschickt. Und die haben nur ein paar kleine Bereiche gesichert, also keine Bunker auch, sondern nur Waldstücke und so weiter. Und haben sich dann aber auch irgendwann wieder zurückgezogen. Und 1944, Winter 45, hat man hier wirklich massiv durch die Amerikaner diese einzelnen Anlagen angegriffen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Stellungen im Westwall gab es hier massive Kämpfe, auch Saarbrücken, Häuserkampf. Also Saarbrücken hat man massiv angegriffen. Und auch diese Anlagen wurden angegangen. Deshalb werden wir da auch viele Kampfspuren vermutlich sehen, neben den regulären Sprengungen der Anlagen. Ich hoffe aber mal, dass wir noch ein paar intakte Anlagen finden. Und schaut mal, Melanie steht hier schon direkt zum Vergleich. Dann könnt ihr erkennen, was das hier für eine Riesenanlage war. Aber es lässt sich jetzt erstmal ad hoc nicht mehr bestimmen, was es für eine Anlage gewesen ist. Aber es ist immens. Ja, wir gehen mal ein bisschen hier rein. Das sind wirklich hier nur noch die Reste. Ich glaube, das Dach hat es noch hier zur Seite verschoben. Ja, und hier gehen wir praktisch in die Anlage rein. Ich könnte mir vorstellen, weil wir haben jetzt hier eine entsprechende Höhenlage. Hier unten geht die Straße her, dahin die Saar. Und man kann das hier schon ganz gut erkennen. Man hat eine gute Position und kann diesen kleinen Höhenzug damals wahrscheinlich recht gut verteidigen.
Ja, ein paar Reste erkennt man hier auch noch. Ich glaube, das könnte eine Scharte gewesen sein hier, ja, in diesem Bereich. Ob es ein Doppel-MG gewesen ist, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Da sieht man halt einfach die andere Scharte nicht mehr. Aber hier, ja, sieht mir ganz danach aus. Und hier seht ihr auch, hier ist die Tür dran gewesen. Die hat man hier schon abgeflext. Also hier sind die Bolzen. Hier ist die Tür drin gewesen. Also hier ging es rein. Und das wird eine Scharte gewesen sein. Ja, die Amerikaner haben natürlich sehr viel von diesen Anlagen dann gesprengt. Es waren ja wie gesagt auch massive Kämpfe. Die Anlagen wurden auch, ja, sage ich mal, nicht mehr von gut ausgestatteten Einheiten besetzt, als es dann so weit gewesen ist, sondern halt ja, Volksgrenadiereinheiten, also neu aufgestellte Einheiten beispielsweise, aber auch ja, Einheiten, die noch schlechter zurecht waren, jetzt kein Volkssturm oder so, aber Einheiten, die auch keine Kampferfahrung und so weiter hatten, also keine wirklich gut ausgerüsteten Wehrmachtstruppen, die hier gekämpft haben. Und das Hauptproblem einfach war, warum man viele Anlagen dann auch aufgeben musste oder die dann eingenommen wurden, weil man auch einfach keine Versorgungsgüter mehr hatte, keine Munition und so weiter. Das ist das eigentliche Problem gewesen. Und die Amerikaner haben die ersten Angriffe, auch hier ist sogar noch Stacheldraht, aber das sieht mir eher aus wie, ja, das ist ein bisschen moderner hier. Ja. Ja, die Amerikaner haben wie gesagt die erstmal so angetestet, die einzelnen Anlagen, und der richtige Knackpunkt, also wo es längere Kämpfe gab und auch massive Verluste für die Amerikaner, war halt wirklich dieser Ohrscholz-Riegel. Und auch der wurde dann letztendlich nur genommen, weil die Soldaten einfach keine Reserven mehr hatten, die Wehrmachtssoldaten, und ja, auch keine Munition. Deshalb musste man diesen wichtigen Punkt einfach sich selbst überlassen, beziehungsweise dem Feind übergeben, weil parallel halt auch die Ardennenoffensive lief, wo Deutschland ja massiv viele Truppen gebündelt hat. Und deshalb war hier in diesem Bereich das alles wieder ein bisschen sehr unzureichend, aber trotzdem sehr, sehr interessant, weil wir hier wirklich einen massiven Ausbau sehen. Wir waren ja schon mal Hürtgenwald in dem Bereich mit Westwall. Da hatten wir vereinzelte Bunker noch, die aber weitläufiger sind. Und hier hat man wirklich ein engmaschiges Netz, wo es zu einer Kanalisierung kam von den Truppen, also durch die Höckerlinie und durch Minenfelder und so weiter, dass man die wirklich zu gewissen Punkten halt geführt hat, den Feind, um ihn da halt effektiv zu bekämpfen. So, ihr könnt das ganz gut erkennen. Wir sind jetzt hier hinten von dem Waldstück nach oben wieder gelaufen. Haben jetzt hier eine ebene Fläche, nur Wiese. Und hier, wenn die Soldaten, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, ob es hier genau auch an der Stelle Kampfhandlungen gegeben hat, weil man jetzt hier das an den Bunkern nicht ganz genau erkennen kann, weil die ja auch alle gesprengt wurden. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, die Soldaten hätten jetzt hier den Höhenzug hochkommen müssen und wären jetzt hier schon wieder an der nächsten Reihe von Bunkern angelangt, wo sie beschossen worden wären. Also direkt wieder Empfang. Ja, leider ist auch der gesprengt. Aber wir können uns das hier noch mal angucken. Hier sind auch noch ein paar Relikte vielleicht aus der Zeit. Kann aber auch hier von den Höfen kommen. Ja. Das ist hier im Prinzip nur noch ein Betonhaufen. Mehr ist das hier auch nicht mehr. Kann man leider nicht mehr so viel erkennen. Ja, leider ist das jetzt hier wieder ein komplettes Schlammparadies. Also Melanie kommt hier gar nicht durch jetzt. Jetzt konnte nur ich hier durch, weil das ist wirklich so hoch und richtig massiv, als ob man wirklich hier Zement jetzt an den Füßen hat. Man kommt gar nicht weiter. Ich habe Gott sei Dank hier Gummistiefel, weil das ist jetzt ein Bau, den man jetzt hier endlich mal zeigen kann.
vor allen Dingen wie massiv der ist. Und wir haben halt hier noch eine Kuppel. Das ist interessant und vor allen Dingen, ihr seht ja auch, da krebst sich Melanie nämlich gerade vor. Ja, jetzt ist er durchgekommen, Gott sei Dank. Die Schuhe, die kann man glaube ich jetzt verbrennen. Das ist wieder, weil ausgerechnet jetzt hier auch Bauarbeiten sind. Das war jetzt die ganze Zeit sonst über ganz normal hier. Aber jetzt, egal, so ist das halt. So, auf jeden Fall seht ihr hier zum ersten Mal einer dieser massiven Kuppeln, so ein bisschen Pendant zu der Maginot-Linie. Und ihr seht hier die massiven Einkerbungen durch Geschosse. Also das Kleine sind jetzt hier alles Maschinengewehr, also Kleinkaliber. Und das hier sind wirklich, keine Ahnung, unterschiedlichste Kaliber, die man hier drauf geschossen hat. Und das hier ist, glaube ich, kein Durchbruch, sondern das ist die normale Scharte. Und ja, das wird höchstwahrscheinlich auch Maschinengewehr hier gewesen sein, weil das ist schon ziemlich groß hier drin. Und hier unten ist auch noch ein Wagen. Das sieht mir aber auch fast aus, als ob der von hier drin kommt. Das sieht ja aber, also das könnte vielleicht sogar sein, dass hier ein Scheinwerfer drauf war, oder? Guckt euch das mal bitte an hier. Das ist ja jetzt hier nicht von den Bauarbeitern, das ist was Altes. Und höchstwahrscheinlich kommt das hier aus der Anlage. 100%ig. Sieht man hier noch eine Seriennummer oder irgendwas? Nee. Aber hier wird was drauf gewesen sein und das hat man hier gezogen. Das geht sogar noch hier. Also das können wir ja gerne mal mitteilen, was das gewesen ist, ob das hier wirklich vielleicht zu der Anlage gehören kann, ob das hier irgendeinen militärischen Zweck hatte. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Scheinwerfer oder irgendein Gerät drauf gewesen ist. Ja, seht ihr auch nochmal den Größenvergleich hier mit Melanie. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß jetzt halt auch nicht, höchstwahrscheinlich da unten in dem Bereich muss der Zugang dann gewesen sein. Und ich schätze mal, dass das hier so wahrscheinlich eher als Regelbau 32, ihr könnt mich gerne berichtigen, aber dass der irgendwie diese Funktion erfüllt, dieser Befehlsbunker oder Observation und so weiter, weil der hat ja keine klassischen Scharten in der Front, die können wir jetzt auch gerade schlecht sehen, weil das hier steil abfällt. Und hier wird der Mannschaftseingang gewesen sein. Müssen wir jetzt von der Seite noch mal gucken, ob wir hier das noch erkennen können. Ich gehe davon aus, dass das zu ist. Aber ja, wenn jetzt hier Bauarbeiten gemacht werden, kann ich mir gut vorstellen, weil das ja ein guter Erhaltungszustand ist. Müsste man mal nachlesen, ob der jetzt museal irgendwie aufbereitet wird, so dass man dann den ganz regulär vielleicht besichtigen kann, innen auch. Das kann ich mir schon gut vorstellen, weil das ist, der ist ja ansonsten komplett intakt und man hat den auch nicht gesprengt. Was mich halt wundert, da weiß ich nicht, was es für Gründe gegeben hat. Ja, also der Zugang, der muss halt irgendwo da unten sein. Da sehe ich auch einen größeren Stein hier davor. Ist auch extra angeschüttet. Also da wird der Zugangsbereich gewesen sein. Und so hat man natürlich jetzt keine Chance, sich das von innen einmal anzuschauen, aber ja, damit müssen wir leben. Aber ich glaube, das ging vorher auch nicht. Also das wird wahrscheinlich alles zu gewesen sein. Aber trotzdem sehr, sehr interessant und vor allen Dingen mit dieser Kuppel, das jetzt mal zu sehen, das ist schon wirklich Wahnsinn, weil das gab es in der Form auch noch nicht. Ja, so ist das im Saarland. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Doch, ihr seht ein bisschen was. Da sind die Muni-Eisen. Also auch das Ding ist gesprengt. Und hier werde ich mich jetzt auch nicht weiter reinkrebsen. Das ist alles hier. Was liegt hier noch? Eine alte Klinke.
Ja, ob die aus dem Bunker ist, das weiß ich jetzt nicht. Türschloss hier. Ja. Und einer hat sich hier schon... Ja, also jemand hat hier für sein leibliches Wohl gesorgt. Ja, der ist aber wie gesagt zusammengeklappt. Also hier ist auch nirgendwo ein Durchkommen. Das erspare ich mir. Ich glaube, hier an der Stelle hat es jetzt erstmal keinen weiteren Sinn. Ich habe da noch weitere Bunker jetzt hier auch in dem Bereich gepinnt, aber ich gehe schwer davon aus, dass die alle in diesem Zustand sind. Und ich denke mal, wir werden jetzt erstmal komplett die Position wechseln und schauen, was wir da jetzt noch finden. Weil hier an der Stelle, das macht keinen Sinn. Hier hat es gestern auch so extrem geschüttet. Und Melanie hat sich jetzt ihre Schuhe komplett versaut. Wir haben jetzt noch Ersatzschuhe mit, auch Gummistiefel, aber ich hatte es schon irgendwie im Gefühl, dass das wieder so eine Matschgeschichte wird. Seht ihr, hier überall sammelt sich ja auch an den Feldern das Wasser. Naja, egal. So ist das halt. So, auf zum nächsten Spot. Dranbleiben. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, ein Stückchen gefahren und Melanie hat hier auch was aus dem Augenwinkel gesehen auf so einem Spielplatz. Und schaut mal hier. Hier steht ein intakter Regelbau. Höchstwahrscheinlich, so wie das aussieht, ist eine Scharte, müsste das jetzt hier Regelbau 20 sein. Ist halt alles soweit abgeschlossen, aber dann können wir noch mal sehen, wie die Werke, oder Werke sind es ja nicht, sind ja Bunker, Regelbauten. Werke wären zum Beispiel dieses Werk Bessering und so weiter, das ist ja auch ganz in der Nähe. Aber das ist jetzt hier einmal so ein Regelbau. Und die zerstörten, die wir vorhin gesehen haben, die werden halt ebenfalls so ausgesehen haben. Hier wie gesagt für ein Maschinengewehr. Hier ist der Zugang auch direkt gewesen, eine Schleuse vermutlich gewesen sein. Und ja, hier ist noch ein weiterer, so wie es aussieht. Den werden wir uns auch noch mal eben anschauen. So Freunde, wir stehen jetzt auf der nächsten großen Anlage hier. Hier flacht es ab. Und hier ist auch schon wieder eine monströse Kuppel. Das wird auch wieder so ein Sonderbau gewesen sein. Das sieht auch komisch aus hier. Jetzt gehen schon die Alarmanlagen los. Fliegeralarme. Das passt ja jetzt hier. Wieder ein riesiger Apparat. Und auch hier werden höchstwahrscheinlich wieder oder zumindest ein Zugang nach unten weggehen. Ich versuche noch mal eben die Taschenlampe rauszuholen und guck mal hier rein. So. Ja. Da könnt ihr das sehen. Also wäre auch hier die Möglichkeit gegeben gewesen, halt hochzukommen bzw. reinzukommen. Aber auch hier in dieser Anlage gibt es keinen Zugang. Zumindest nicht mehr. Tatsächlich haben wir jetzt hier noch eine Anlage gefunden. Die sieht auch wieder ein bisschen spektakulär aus. Auch hier scheint es entsprechende Einwirkungen gegeben zu haben. Es kann natürlich auch sein, die hatten ja viele Anlagen auch so, die Amerikaner, aus Lust und Laune oder zu Testzwecken beschossen, um eigene Waffen an diesen Anlagen zu testen für spätere Operationen. Und hier sieht man ein riesiges Schadenschild, sage ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, ob das für ein Maschinengewehr gewesen ist oder ob es sogar für eine Pack. Das kann durchaus sein. Aber so wie das aussieht, ist das auch nicht sonderlich groß. Ja, Leute, nichts ist so beständig wie die Lageänderung.
Wir sind nicht mehr am Westwall unterwegs, wir sind an der Maginot-Linie. Das hat den Grund, weil viele Punkte, die wir jetzt angefahren sind, ja, was heißt nicht zeigenswert sind, A, sehr schwierig zu erreichen sind, B, die meisten Sachen da jetzt gesprengt waren. Also das, was wir euch jetzt hier in dem Bereich gezeigt hatten, das war im Prinzip das, was ja noch zeigenswert ist. Ich meine, wir können euch jetzt jede gesprengte Anlage zeigen, aber es ist jetzt nicht nur, der Kanal ist jetzt nicht nur für Intensivtäter oder Intensivinteressierte, die jetzt wissen wollen, wie viele Schrauben in so einem Werk oder in so einem Bunker eingelassen sind oder keine Ahnung, die Bewaffnung im Detail, sondern es ist auch ein bisschen an Menschen angelehnt, die, sage ich mal, kaum Berührung mit solchen Anlagen haben, um einfach das breite Spektrum zu zeigen. Und da ist unsere Einschätzung, dass dieses Video dann einfach zu langatmig ist und nicht mehr interessant. Und deshalb haben wir uns überlegt, dadurch, dass ja, gegenüber vom Westwall logischerweise die Maginot-Linie liegt und die nicht so weit entfernt ist und wir hier ein Werk haben, was wir noch nicht besucht haben, und ja, finden wir natürlich selbst dann interessant, als jetzt auch was zu zeigen, was wir selbst schon besucht haben. Und ja, das ist das Oberage Bambech oder Werk Bambech. Da sind wir selbst noch nicht gewesen. Wir haben jetzt hier schon ja, den ersten Zugangsbereich theoretisch. Also das wird hier, so wie es die Aufmachung hat, von einem Verein bewirtschaftet. Und ja, es ist jetzt nicht offen, aber das ist für uns jetzt nicht tragisch, weil wir zumindest außen euch sehr viel zeigen können. Und das zum Beispiel müsste, wenn mich nicht alles täuscht, so ein Renault-Turm sein. Und die gab es halt auch in verschiedenen Versionen mit Flammenwerfer, mit Maschinengewehren. Auch die hat man halt dann eingelassen. Hier ist noch die Nummer M8, aber ich kann mich auch täuschen. Viele von diesen älteren Panzern, die sahen auch alle so ein bisschen ähnlich aus von den Franzosen. Also falls ich jetzt hier gerade Quatsch erzähle, weil hier gibt es jetzt auch keine Tafel, wo ich jetzt irgendwas ablesen kann, aber es hat so den Anschein, als ob das von einem Renault-Panzer der Turm ist. Ja. Und ja, die hat man dann ja, verbunkert. Hat man solche Betonsockel gegossen und dann hat man im Prinzip nur die Türme eingelassen für eine zusätzliche Verteidigung. Ja, hier haben wir auch schon Einwirkungen. Es gibt ja auch diverse Tafeln. Werde ich mal gucken, ob ich da mal ein, zwei Fotos für euch machen kann. Die zeigen, dass hier deutsche Soldaten davor standen und das Werk beschossen haben. Ob es im Nachgang passiert ist oder es Allgemeinkampfhandlungen gab, das weiß ich jetzt nicht. Ich würde diese Information euch noch einblenden, aber man sieht hier, das wurde auf jeden Fall beschossen und das nicht zu knapp. Also da hat man sich gut ausgelassen. Ja, wir haben hier wieder diesen obligatorischen Graben in diesen Anlagen, in diesen Werken. Hier gab es so eine Art ja, Zug oder Brücke halt, was man hier auf- und zumachen konnte, damit die reguläre französische Mannschaft hier natürlich reinkommt, um das zu besetzen. Und dann, wenn es unter Kampf stand, hat man das natürlich entfernt. Dann hat man da ein Maschinengewehr verbaut. Auch da hat man noch mal eine Möglichkeit zu observieren oder rauszuschießen. Und auch an der Tür sieht man massiv, wenn ihr das hier erkennt, überall so Einwirkungen von Kleinkaliber, auch da unten. Da oben seht ihr noch die Ziffer 1932. Ja, und hier konnte man zum Beispiel, das ist aber auch schon verplombt, Granaten nach außen werfen. Das gab es an vielen Punkten, auch hier im Graben gab es auch solche Möglichkeiten. Ja, da seht ihr das auch. Also falls sich irgendjemand im Graben befunden hat, konnte der damit auch bekämpft werden. Hier bin ich mir gerade nicht sicher, ob das eventuell für einen Scheinwerfer gedacht ist hier. Haben wir auch noch eine Ziffer dran.
Ja, und hier sieht man auch noch diverse Maschinengewehre. Ich weiß nicht, ob das hier original ist. Also das sieht aus wie ein doppeltes hier vorne. Auf jeden Fall scheint da ein Rohr nach draußen. Also ich weiß nicht, ob eine Attrappe da verbaut ist oder ein Original. Relikt noch aus der Zeit, auch da. Also das sind hier 2 doppelte Maschinengewehre und da vorne ein einfaches. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, welcher Typ das jetzt gewesen ist bei den Franzosen. Was ist das denn jetzt hier? Hier kommen irgendwelche Versorgungsrohre raus. Ich weiß nicht, ob das auch schon immer so war oder ob man das jetzt hier machen musste irgendwie. Aber wie gesagt, man kommt ja auch in die Anlage rein. Kann ja jeder im Internet gucken. Ich kann es auch noch mal einblenden, wann hier so die Zeiten sind, wo man das regulär drinnen auch besuchen kann. So kann man das sich ganz öffentlich auch außerhalb anschauen. Wir können ja ganz normal hier auf das Gelände drauf. Hier gibt es auch noch diverse Plaketten, Danksagungen und so weiter. Auf jeden Fall ganz interessant. Auch da oben an dem Turm sieht man wieder Kampfeinwirkungen. Mal gucken, ob man da oben hinkommt. Das ist schon sehr massiv. So, und hier kommen wir jetzt wieder zu einem Abschnitt, der versenkt werden konnte. Das war auch ein Vorteil, sage ich mal, also technisch war die Maginot-Linie des Westwalles halt komplett überlegen. Also der Westwall war so gesehen, ja, also wie gesagt, technisch nicht so gut aufgebaut. Hat zwar beiden nicht geholfen, also weder der Maginot-Linie noch dem Westwall. Man konnte diese Anlagen trotz alledem leicht überwinden. Aber was man technisch hier verbaut hat, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also man konnte jetzt hier praktisch einen Turm ein- und ausfahren, 360 Grad. Ich möchte jetzt hier auch keinen Blödsinn erzählen. Ich weiß nicht, was jetzt hier für eine Bewaffnung eingebaut gewesen ist. Auf jeden Fall ist die nicht mehr drin. Den Turm hat man jetzt hier, damit man es sieht, einmal ausgefahren. Hier sind auch noch so ein paar kleine umgangssprachlich Pilze. Da haben sie auch irgendwas da mit hingeschrieben. Eine Frage, wahrscheinlich was es halt ist. Ne? Das wird für die Belüftung gewesen sein, ist mein Call hier. Hier noch einen zweiten. Weil wenn jetzt hier, egal was es ist, Maschinengewehr oder ein Geschütz, ein kleineres Kaliber, man muss ja auch irgendwie diese Abluft nach draußen bringen. Und ich denke mal, dafür ist das gewesen. Hier hat man auch, das hat man sogar hier jetzt nochmal nachträglich angemalt, weil der ist neu gestrichen, der Turm, um hier nochmal zu zeigen, dass es auch hier Einwirkungen gab. So, entweder ist das hier was für die Beobachtung gewesen. Ich kann die immer nicht so ganz gut auseinanderhalten, ehrlich gesagt. Es könnte aber auch sein, dass hier auch wieder Maschinengewehr installiert gewesen ist. Aber es gibt von euch zumindest ja auch viele Experten der Maginot-Linie, die diese Anlagen in- und auswendig kennen. Jeder, der sich berufen fühlt, hier alle anderen auch, die sich das angucken und vielleicht nicht so Bescheid wissen, können da ruhig gerne reinschreiben, welche Objekte Minute XY das gewesen sind. Wie gesagt, wir sind heute spontan hier. Ich habe mich mit der Anlage jetzt auch nicht im Detail jetzt beschäftigt. Das ist ja eigentlich das, was ich definitiv immer mache. Und deshalb gucken wir uns das einfach mal in Ruhe an hier. Das ist heute alles mal ein bisschen random, wie wir das hier aufziehen, das Video. Von daher dürfte mir jetzt nicht böse sein oder uns. Aber es ist auf jeden Fall interessant, diese Einwirkungen zu sehen. Das hat man trotz alledem nicht bei vielen Werken, dass man das noch sieht. Und deshalb finde ich das sehr, sehr interessant. Ja Leute, ich muss jetzt immer noch mal wieder ein bisschen umdenken, weil wir sind ja jetzt bei der Maginot-Linie.
Und die Anlagen, die man praktisch oberirdisch sieht, wurden dann halt auch Blöcke genannt. Und wir sind jetzt hier im Block 2. So, und schaut euch das mal bitte an. Also wenn das hier keine Einwirkung ist, keine Kampfschäden, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also hier ist komplett die ganze Seite raus, weil ihr könnt hier oben sehen, die Kuppel, die ist ja nur, ja, also ein Drittel davon ist ja eigentlich nur zu sehen. Und jetzt seht ihr mal, was das für ein Koloss ist. Das sind ja auch, keine Ahnung, ich hatte das auch mal im Kopf gehabt, jetzt muss ich lügen. Auf jeden Fall sind das mehrere Tonnen, wahrscheinlich auch im zweistelligen Bereich, wie schwer dieses Konstrukt, diese Glocke da ist. Ne? Und so wie es aussieht, direkt unter dieser Öffnung, unter der Scharte, ist auch noch ein Projektil drin, also ein Teil von einer Granate. Das ist schon Wahnsinn. Also die Deutschen haben hier richtig drauf geflaggt und haben das Ding kurz und klein gemacht. Ne? Also hier sieht es so aus, als ob das so kleine Munitionsdepots vielleicht sind, aber der Standort, der passt auch irgendwie nicht. Aber ich weiß nicht, wie viel jetzt hier weg ist. Also ich denke mal hier die Seite, dass das vielleicht noch so eine Art Zwischengang war, weil das sieht komisch aus, dass das so frei liegt. Und da oben, das ist wirklich Wahnsinn. Auch hier das, was wir gerade in dem anderen Block gesehen haben, da sind wieder diese Zwilling-MGs verbaut gewesen. Hier vermutlich noch eins. Das sieht mir so aus, als ob das nachträglich versiegelt wurde mit Ziegelstein. Das passt hier auch irgendwie nicht, weil es ja massiv betoniert ist eigentlich. Aber das hier ist wirklich krass. So Leute, das soll auf keinen Fall nachmachen. Aber ich möchte unbedingt wissen, ja, das ist noch eine Granate hier drin. Ich weiß nicht, was das für ein Kaliber ist. Oh, das ist komplett zerstört. Also hier, also das ging ja durch. Also ihr könnt das sehen. Es ging komplett durch. Also die Deutschen haben mit so einem Kaliber drauf geschossen, was in der Lage gewesen ist, diese Schäden anzurichten und auch durchzubrechen. Weil hier seht ihr ja, so sieht es normalerweise aus. Und hier gab es auch schon einen Streifschuss. Zack. Wahnsinn. So, nochmal von ein bisschen weiter weg. Wie gesagt, bis da oben vielleicht. So hat es eigentlich rausgeschaut. Ihr könnt das sehen hier noch an der Markierung von dem Beton. Ja, klar, so kann man es natürlich sehen. Na, so weit ging es raus und der Rest da unten, das war eigentlich überhaupt gar nicht zu sehen. Und die Deutschen haben da keine Ahnung, wie oft da drauf geschossen. Ob das dann später erfolgt ist, als ob wo das Werk schon praktisch nicht mehr kampffähig war oder es keine Kampfhandlung gegeben hat, oder ob es halt wirklich im Gefecht gewesen ist. Das werden wir auf jeden Fall für euch dann hier nochmal entsprechend raussuchen. Aber das ist schon wirklich massiv. Also das sind jetzt die stärksten Einwirkungen, die wir bisher in der Maginot-Linie an irgendeinem Werk überhaupt gesehen haben. Das muss man schon sagen. So, hier scheint sich noch eine weitere Kuppel zu verbergen, oder ich kann gar nicht so direkt sagen, was das ist, weil das sieht mir hier aus, als ob das hier nachträglich verplombt wurde, weil hier sind Schweinespieß noch mit drin, das macht ja gar keinen Sinn. Also haben sie irgendwie das Zeug genommen zusammen und hier wahrscheinlich nur diese, womöglich ist es ja auch ein Zugang dann später gewesen. Entweder war hier ein Scheinwerfer drauf oder noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall muss es offen gewesen sein, weshalb sie das hier dann verplombt haben. Interessant. Spitzen haben sie Stimmt, ja, genau. Also hier seht ihr auch noch Schweinespieße, wie Melanie gerade sagte. Oben haben sie die spitzen Enden von den Schweineschwänze, so heißt es ja umgangssprachlich,
wegen diesen Kringeln einfach nur. Die haben sie alle abgeflext, damit es hier ein bisschen sicher ist, logischerweise, falls hier doch einer drüber klettert. Und da verunfallt. Deshalb, wie gesagt, diese Anlagen, auch die Lost sind, die sind höchst gefährlich. Da hinzugehen, wenn man von der falschen Seite kommt. Wobei eigentlich bei der Maginot-Linie ist es schon fast egal, das ist rundum eigentlich. Und diese einfachen Infanterie-Abwehrmaßnahmen, diese Hindernisse, die sind schon nicht ohne. Ihr braucht da bloß noch einmal über so ein Brombeergesträuch fliegen und dann fallt ihr hin und ausgerechnet da ist ein Schweinespieß. Dann seid ihr schon weg. Also die war nicht umsonst da drin. Die sind ja auch noch verbunden gewesen mit Stacheldraht. Also da kann man ja gar nicht durch als Infanterist. Ja, wirklich eine sehr, sehr interessante Anlage. Natürlich wird die drin, ich schätze es zumindest mal gut aufgemacht sein, dass man da viel erhalten hat. Vielleicht auch Zeichnungen, ne, Inventar halt entsprechend. Ich denke, da kann man gut drin was entdecken. Vielleicht finde ich auch die Webseite dazu, dann würde ich es euch dann hier einmal einblenden. Dann könnt ihr euch ja da selbst informieren, wenn ihr da vorbeischauen wollt. Und ja, das meine ich hier. Hier ist die Anlage und hier in der Front, das ging komplett durch. Das sieht man hier auch noch auf alten Fotos. Dann könnt ihr euch das vorstellen, ne? Wie viele Reihen von diesen Schweinespießen hier installiert worden sind mit Stacheldraht und was weiß ich, was hier noch. Vielleicht haben sie noch irgendwo die eine oder andere Mine noch mit reingegraben oder andere Hindernisse. So, dann ist das noch hier so ein Schlammzeug, also Wasser ordentlich rein, dann kommt halt alleine das. Ne? Deshalb haben die diese Anlagen einfach von der Distanz beschossen, sind die umgangen oder Luftlandeaktionen durchgeführt, weil das wäre Wahnsinn gewesen. Aber man hat das aus den Lehren des Ersten Weltkriegs gezogen. Aber da waren diese Anlagen im Prinzip schon wieder nicht mehr modern genug. Auch wenn das im Gegensatz zum Westwall ja, deutlich moderner einfach ist. Ne? Muss man einfach wirklich so sagen. Also der Westwall hat nicht so eine massive Technik verbaut wie jetzt hier in der Maginot-Linie. Aber es ist gut, dass wir in diesem Video mal einen direkten Vergleich ziehen können. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. So Freunde, hinter uns eine super Aussicht. Wir sind jetzt hier gerade noch relativ steilen kleinen Berg hoch. Hier an der Seite. Und sind hier oben jetzt wieder an einem Werk angelangt. Oh, heute wieder ein paar kleine Sprachprobleme. Aber vielleicht liegt es daran, weil wir gerade hier hoch sind. Ja, und das Interessante hier ist an der Anlage, wir haben hier wieder ein Objekt, eine Kuppel, die massiv zerstört wurde. Man sieht hier an den Seiten wieder Einwirkungen, aber das ganze Ding hat es hier richtig zerrissen. Und ihr seht jetzt auch mal, was das hier für eine Stärke ist. Ne? Also wir sprechen hier locker von über 20 cm Stärke und hier fehlt die halbe Kuppel. Hier ist auch noch irgendwas innerhalb von dem Stahl. HP, SJ. Ja, und das ganze Ding hat sie richtig zerfetzt. Also auch hier sieht man noch innen Einwirkungen. Das ist einmal komplett gesplittert hier auch, gebrochen. Jetzt muss ich einmal hier runter. Das wird hier höchstwahrscheinlich auch von einem Verein bewirtschaftet, weil das hier unten, das ist normalerweise auch alles zugewachsen. Deshalb können wir jetzt hier so gut nach unten schauen. Aber das ist wirklich komplett zerrissen, das Ding. Und das ist mal wirklich ganz interessant, weil das sind wirklich massive Stahlglocken hier. Wir sehen es jetzt hier drüben nochmal. Da ist auch noch eine. Und ihr habt ja auch gesehen bei dem anderen Werk, wie tief die auch reingehen. Auch hier gibt es einen Beschuss.
Auch hier an der Seite, also man hat hier wirklich dann die Öffnungen auch unter Feuer genommen. Wir können ja gleich hier mal reingucken. Hier kommt noch so ein öliger Geruch. Also höchstwahrscheinlich wird er auch bis hier oben hin begehbar sein. So, wir werden jetzt hier einmal reingucken. Ich sehe jetzt gerade gar nichts, aber ihr müsst es sehen. Ich darf jetzt noch nicht loslassen. Ich habe jetzt hier keine Handschlaufe dran. Aber es sieht von der Distanz so aus, als ob man runtergehen könnte. Weil hier kommt richtiger Öl- oder Dieselgeruch hoch. Das ist... Also da geht es definitiv rein. So, ihr seht Melanie da schon vorstapfen. Wir sind hier, ich würde es einfach mal behaupten, an einer Panzersperre. Also so massiv wie es hier ist. Also es wird höchstwahrscheinlich nicht nur für Infanterie gewesen sein, sondern auch gegen Panzer. Und das zieht sich jetzt in diese Richtung einige 100 Meter und in diese Richtung. Und es macht ja auch schon so einen Bogen, ihr könnt das sehen. Und hier geht es jetzt praktisch in den Bereich, wo ja, der Mannschafterzugang und so weiter ist. Von dem Block, den wir jetzt hier vorne gesehen haben. Block 4 war das, glaube ich. Sind hier hinten eigentlich die Zugänge. Tja, ob man da jetzt reinkommt, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber auch hier wird man Stacheldraht und so weiter durchgeführt haben. Man sieht in den einzelnen Schienen sind das ja auch hier, glaube ich. Ja. Da sieht man hier Löcher, wo ja auch wieder Stacheldraht und so weiter durchgeführt wurde. Also es ist dann doch, was die Hindernisse angeht, immer wieder verschieden auch. Ne? Mal hat man die Schweineschwänze oder irgendwelche komischen Fehler. Ich kenne jetzt die Betitelung jetzt nicht für die einzelnen Elemente. Oder aber auch hier Schienen verbaut, um ein Hindernis darzustellen und um es einfach zu erschweren, dass hier halt keine Soldaten durchkommen und halt auch keine Fahrzeuge. Ne? Jo, hier gab es nämlich auch schon wieder. Und das finde ich halt jetzt irgendwie so spannend, weil diese ganzen Kuppeln, die wurden hier beschossen. Ne? Also wie gesagt, Kampfhandlungen oder aus Gründen von irgendwelchen Tests von Waffensystemen, um zu gucken, werden solche Anlagen locker durchschlagen oder bekommt man Probleme. Falls man dann dem irgendwie wieder gegenübersteht, dass man dann halt entsprechend die sinnvoll bekämpfen kann. Das ist vielleicht auch so ein Grund gewesen. So, und das meine ich nämlich hier. Hier ist noch ein Schweineschwanz. Hier oben ganz spitz. Hier wurde der Stacheldraht durchgeführt. Und den Rest sehen wir nämlich hier zum Beispiel. Jetzt muss ich nämlich ganz schön aufpassen. Da. Und das ist noch der Original-Stacheldraht. Das seht ihr hier. Die Elemente sind alle schon so stark verrostet und es wirkt eigentlich fast nur noch wie Draht. So sieht er nämlich dann aus und im Gelände könnt ihr das halt fast gar nicht mehr erkennen. Deshalb macht es dann das Ganze halt so gefährlich. Hier wird auch irgendwas drin gewesen sein. Da sind auch noch Elemente von einem Zaun. Ja, hier geht nämlich diese Sperre hoch. Und da liegt nämlich noch ein Rest von einem Zaun. Das ist immer noch nicht ohne. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Also das ist wirklich Wahnsinn. Die hat es auch komplett zerlegt hier. Boah, Junge. Meine Güte, was hier eingeschlagen ist, ist wirklich Wahnsinn. So, einmal hier durch die Panzersperren. Tja Leute, es ist so, dass wir hier wirklich reingekommen sind. Kaum zu glauben, aber es ist so. Und hier ist einer von diesen Türmen.
Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. So, gucken wir uns das mal eben an. Melanie passt dabei auf. Und ja, wir gucken einfach mal die spannendsten Sachen. Ich kenne solche Werke ja auch schon. Aber das ist auf jeden Fall noch mal ganz interessant. Hier ist nämlich der Aufzug. Wir werden einfach mal gucken, weil normalerweise ist diese Anlage unter Wasser, soweit ich gelesen habe. Und was mir auch dieser Franzose da gerade gesagt hat. Deshalb wundert mich das hier doch schon. Aber wir sehen hier in der Tat noch, schaut mal hier sind doch noch Gemälde dran. 100%ig sind das hier Gemälde. Oh, sicher doch. Ja Leute, jetzt wird's wild. Das ist immer so, wenn man jetzt gar nicht mit irgendwas rechnet und auch zum größten Teil unvorbereitet ist, dann findet man auf einmal Sachen oder Bereiche, die mega interessant sind. Das weiß ich aber, was das hier ist. Das müssten Filtertöpfe sein. Hier oben steht auch noch 1938. Also müsste das hier für das Filtersystem sein. Hier sind auch sehr viele Versorgungsleitungen und so weiter abmontiert. Die hat man hier alle in die Ecke gelegt. Und hier geht es auch irgendwo zu einem Schacht. Nee, das ist hier einfach nur ein Tank hier unten. Oh, wahrscheinlich mit Sprit gefüllt werden kann, mit Diesel. Oder Heizöl, je nachdem. Oh, hier sind auch noch Betten drin. Hey, das ist mal eine richtig interessante Anlage. Weil hier noch richtig viel zu sehen ist auch. So, das ist das, was ich hier mal zwischenzeitlich gesagt habe, dass man hier einige Meter nach unten geht. Und hier seht ihr nämlich auch dieses Gitter, was ich meinte, was hier zu der Anlage gehört, zu dem Fahrstuhlschacht. Junge, Junge, Junge. Ach du Scheiße, Leute. Ja, nochmal für euch. Das in dieser Art und Weise, wie ich das mache, auf jeden Fall nicht nachmachen. Deshalb nochmal an euch die Warnung. So Leute, wir sind unten angekommen. Hier hat es den Schacht komplett zerstört. Oh, guckt euch das mal, was hier alles drauf liegt. Das ist alles an Technik kaputt, alles runtergefallen hier, die Winden und so weiter. Ach Gott. Oh, hier ist noch ein Ofen. Ich weiß es nicht. Hier fängt es langsam ein bisschen an, ölig zu riechen. Hier, diese Aufhängung, diese Türen, Schiebetüren. Ja, ich glaube, hier ist der Bereich, was die meinten, dass das hier nämlich jetzt unter Wasser ist. Hier nochmal eine massive Tür, die man jetzt hier in dem Bereich schließen konnte. Ja, ich habe Gummistiefel an, Leute, aber hier riecht es jetzt extrem. Boah, der Maschinenraum, Leute. Der Maschinenraum. Boah, ich fasse es nicht. Ui, hier sieht man das schon, Leute, ne? Aufpassen, aufpassen. Aber es ist nicht mehr viel dran, würde ich mal so sagen, an den Aggregaten. Da ist alles Mögliche abgebaut, so würde ich das interpretieren.
Das ist wirklich nur noch ein Gerüst hier. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in irgendwelche Klappen falle. Deshalb sowas bitte nicht nachmachen. Ja, die sind komplett auseinandergeschraubt, aber kein Graffiti. Dann schaut mal da oben. Wow, ist das krass. Tja, dass das Video so eine Wendung nimmt, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Vor allem befinden wir uns im Maschinenraum einer Maschinenanlage. Ja, da auch noch die Einzelteile, wie das so rumsteht, ne? Das ist wirklich grandios. Also es ist mega interessant hier. Ich würde mich jetzt hier auch länger aufhalten, aber ich möchte jetzt hier auch kein Risiko eingehen. Gegenüber von dem Maschinenraum wird hier wieder so eine kleine Werkstatt gewesen sein. Ihr könnt das hier sehen, hier sind noch verschiedene Verteilerkästen und so weiter drin für Lampen und anderes Zeug. Also viel Werkzeug, auch alles was hier unten liegt. Alles irgendwelche Verteilerkästen, Kabel, Holz, irgendwelche Dosen, wo Schmiermittel drin gewesen ist. Hier unten ist alles voll. Auch hier ist irgendwie von irgendwas eine Abdeckung. Tja, und hier geht es nämlich jetzt weiter und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nämlich jetzt hier bergab geht. Und würde auch erklären, warum hier viele nicht mehr weiterkommen. Ja, es geht immer höher. Ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen. Hier kommt der Geruch her. Hier ist der Diesel und so weiter drin gewesen. Boah, meine Güte. Boah, hier will ich mich auch nicht länger aufhalten. Ganz ehrlich, Leute. Hier ist... Oh ja, hier gehe ich auch nicht rein. Ganz ehrlich, hier unten ist schon so viel ausgelaufen. Boah. Das meine ich halt, ne? Dieser Geruch hier unten. Ich meine, ich habe auch Gasmessgerät mit dabei. Aber ich glaube, das ist hier ein Fall für Warthose. Jetzt darf ich es nicht übertreiben. Die Brühe will ich jetzt nicht drin haben. Also ich gehe langsam, ihr seht, geht immer höher. So, hier unten wäre die Lore bzw. die Bahn gefahren. Ja, genau. Hier brauche ich zumindest eine Warthose, um hier weiterzukommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das immer höher wird, weil ich keine weiteren Bilder auch von dieser Anlage gesehen habe. Beziehungsweise das, was ich jetzt schon gesehen habe mit dem Maschinenraum, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. So Leute, ich bin jetzt wieder am Fahrzeugschacht, sage ich schon. Fahrstuhlschacht. Ihr könnt es hier erkennen. Ich drehe mich einmal kurz. Da geht's hoch. Und ja, ich will jetzt Melanie nicht so lange da jetzt stehen lassen. Weil wie gesagt, soll man eigentlich auch nicht einzeln machen. Deshalb übertreibe ich das wie gesagt hier nicht. Es reicht mir. Und da möchte ich für euch natürlich auch ein Vorbild sein. Sofern man das jetzt hier sagen kann. Ich soll das am besten gar nicht machen. Und jetzt muss ich nämlich erstmal hier die ganzen Treppen wieder hoch. Wie gesagt, wenn einem das hier auch schon komisch vorkommt mit der Luft und alles. Mein Sauerstoff- und CO2-Messgerät, das schlägt jetzt nicht aus, aber mit diesem sprittigen Dieselgeruch hier, ja, auf Dauer ist das nicht gut. Deshalb, aber es war mega. So Freunde, wir sind raus, aber auch schon wieder am nächsten Block.
Ich war da ungefähr, Melanie sagte, 30 Minuten drin. Das hat sich überhaupt null so angefühlt wie eher 5 Minuten. Das ist immer das Fatale. Das erkennt mein müdes Auge da oben auch schon wieder beschossen. Man sieht es eigentlich hier schon an der kompletten Front. Da hat das teilweise mal das ist zugeschüttet hier unten der Graben, ne? Genau. Der Graben ist auch wieder zugeschüttet, was auch sehr ungewöhnlich ist. Und ja, hier ist alles versiegelt. Da hat man da mal wieder versucht reinzukommen und dann hat man es drin verplombt. Das sehe ich schon. Da ist eine richtige fette Betonplombe. Aber die Zerstörung hier, die ist wirklich... Das sieht hier aus, wie als ob das alles Wurzeln sind. Das sind alles Moniereisen, die hier rausgucken. Das ist wirklich beeindruckend, mal diese Zerstörung dann an solchen Werken zu sehen. Und das wäre natürlich hier alles noch verwunschen, ne? Weil hier überall im Prinzip die Bäume weggenommen wurden. Da hätte das nochmal einen ganz mystischen Blick hier auf das Ganze. So, wir sind auf der Anlage und hier ist das gleiche Bild zu sehen. Das ist so krass. Schaut euch auch mal an, durch die Wärmeentwicklung, wie das hier gearbeitet hat. Hier ist es auch wieder durchgekommen, der Beschuss. Durchschlag. Hier liegt noch das andere Stück. Das sind, wenn ihr das mal von der Seite seht, jetzt hier. Ja, krass, ne? Das ist trotzdem, ich weiß auch nicht, mit was sie das behakt haben. Ne? Vielleicht auch mit 88ern oder sowas. Hier an der Seite gab es nochmal ein Maschinengewehr vorher. Ne? Ja, es ist wirklich, also da fehlt ein ganzes Stück an der Seite. Das ist Wahnsinn. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt von dem Ganzen hier. Diese Anlagen haben schon wirklich was ganz Besonderes. Und ich finde es halt gut, dass wir, wie gesagt, heute hier auch nochmal vorbeigefahren sind. Hier hat nochmal einer einen Spieß markiert. So, meine Freunde, es wird jetzt auch schon langsam dunkel. Wir werden jetzt uns auf dem Heimweg machen, also erstmal auf dem Rückmarsch. Und ja, es ist irgendwie ein komisches Video geworden, finde ich jetzt, weil ursprünglich wollten wir euch eigentlich den Westwall ein bisschen im Saarland zeigen und letztendlich haben wir das Video beendet oder einen Großteil des Videos an der Maginot-Linie verbracht, aber warum nicht? Wie gesagt, die Lage hat sich geändert. Das, was wir jetzt vorgefunden haben im Saarland, auch wenn ich zu Anfang gesagt habe, dass das sehr engmaschig war, es ist auch noch so, aber die Anlagen, wie gesagt, die sind halt alle zerstört und man kann nichts zeigen. Also wenn ich wenigstens noch Schriften oder irgendwas euch zeigen könnte, das wiederholt sich alles so stark, aber diese Anlagen jetzt hier, die Maginot-Werke, die wir jetzt hier noch ad hoc angelaufen sind, die waren jetzt wirklich spektakulär und sehr, sehr interessant, weil halt diese Zerstörung hier massiv passiert ist durch Kampfhandlungen oder durch irgendwelche Tests, was die Wehrmacht hier an Waffensystemen vielleicht auf die Anlage getestet hat. Das weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit, da will ich jetzt auch mich nicht festlegen. Wenn das einer von euch sofort weiß, dann einfach rein in die Kommentare. Ansonsten werdet ihr entsprechende Bemerkungen dann von mir oder von uns unter den Videos finden. So, ich möchte jetzt nicht weiter euch aufhalten. Ich glaube, das Video geht auch ein bisschen länger. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns natürlich wieder einen Daumen da lasst, dass ihr abonniert. Ist vollkommen kostenlos. Die Glocke am besten aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und wie gesagt, was in die Kommentare schreiben, das fördert oder ja,
es ist auch ein bisschen gut für den Algorithmus einfach. Da würden wir uns drüber freuen. Vielleicht können wir uns auch einfach da austauschen. Eine kleine Diskussion in der Kommentarfunktion ist ja auch mal ganz nett. Also Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.